ein nochmaliges Willkommen an Sie hier vor Ort und an unsere Gäste, die über digital zugeschaltet sind. Last but not least darf ich zu unserem weiteren Höhepunkt einleiten. Aus Schaden wird man klug. Karl Hattinger von der European Bank for Financial Services GmbH. Ich denke auch Werbung für unsere Kunden. Sie haben heute quasi einen Ansprechpartner gehört, wo man Versicherungen kaufen kann. Sie haben nachher gesehen, quasi, wo man wunderschönes Sachen für seinen Partner oder Partnerin kaufen kann. Bei der Post wissen wir sowieso, dass wir sehr gut, sage ich mal, mit dran sind und wie und ob man Kunde werden kann. Bei der eBay wird uns der Karl Hattinger gleich erklären. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich weiß, wir tun dir auch einen Gefallen, weil du immer sehr gern auch nach Wien kommst, quasi. Eben einer der wenigen deutschen Kunden, die wir die Ehre haben, eben aus Österreich zu betreuen. Wie schon gesagt, eben langjährige Zusammenarbeit. Danke eben auch hier schon mal für die Kooperation. Letztes Jahr hast du ja berichtet, quasi wie du von der alten Adonis-Welt in die neue Adonis-Welt gekommen bist und eben dann auch das Thema IKS aufgesetzt. Heute geht es einen Schritt weiter in Richtung Schadenfalldatenbank. Bin schon sehr gespannt und freue mich auf die nächste Stunde. Danke sehr. Gut, dann vielen Dank. Hallo. Mein Name ist Karl Hattinger, ich bin von der European Bank for Financial Services. Das ist eine kleine Bank mit 300 Mitarbeitern mit Sitz in Aschheim. Ich bin schon seit sehr langer Zeit bei der Bank, seit 22 Jahren, um genau zu sein. Ist auch mein erster Arbeitgeber. Ich bin damals eingestiegen, als dort Adonis eingeführt worden ist und betreue das eigentlich auch seit dieser Zeit. Über eine sehr bewegte Historie. Wir haben den Konzern gewechselt, verschiedene andere Dinge sind vorgefallen. Deswegen war es für mich immer ganz spannend und ich bin dabei geblieben und auch gerne dabei geblieben. Ich mache im Wesentlichen 3 Themen. Non-Financial Risk Management ist gemeint die Betreuung der operationellen Risiken. Also ich bin Risikomanager für das operationelle Risikomanagement. Dazu gehört unter anderem auch das interne Kontrollsystem. Das betreue ich auch. Und die Basis von allem und von wirklich allem ist natürlich das Prozessmanagement. Und das machen wir auch seit wirklich sehr langer Zeit und auch im vollen Umfang. Was würde ich gerne mit Ihnen machen? Ich würde ganz kurz die IBIS gerne vorstellen, nur dass Sie so eine Idee haben, was das für eine Firma ist oder was. Wir sind eine mittelständische Bank eben, dass Sie das so ein bisschen einsortieren können. Dann würde ich gerne zeigen, wie wir mit Adonis derzeit arbeiten, und zwar sowohl die Prozesse, also das klassische Adonis, wobei wir Adonis MP im Einsatz haben, nicht mehr Classic zum Glück, und die GRC-Komponente, die wir in der vollen Ausbaustufe im Einsatz haben. Also wir haben dort alle Teile, die da drin sind, haben wir im Einsatz. Dachte ich bis heute Morgen. Dann habe ich gesehen, dass in dieser GRC-Blume jetzt auch das Audit mit drin ist. Da bin ich gerade an unserer Revision noch dran und versuche, die dazu zu kriegen, das zu machen. Bis jetzt noch ohne Erfolg. Also sind wir immer noch nicht ganz vollständig, aber wir nutzen es sehr umfangreich. Und das würde ich Ihnen gerne zeigen, damit Sie sehen, in welche Umgebung diese Verlustdatenbank, die wir eingeführt haben, fällt. Und das ist auch ganz wichtig, weil eben genau diese Verbindung oder die Verknüpfung zwischen allen diesen Themen mit den Verlustdaten aus meiner Sicht besonders interessant ist, oder das macht es dann wertvoll. Und dann komme ich zum Hauptteil eigentlich, nämlich die Verlustdatenbank. Da würde ich Ihnen gerne einen Überblick drüber geben. Was ist das überhaupt? Weiß wahrscheinlich nicht jeder. Wir als Bank müssen eben eine solche führen. Würde ich gerne zeigen, wie wir das machen und was da drin ist. Und dann gibt's noch mal einen Deep Dive, und zwar würde ich gerne in die Verlustdatenbank reinschauen. Also wie erfassen wir Schadensfälle? Ich würde Ihnen gerne die Schadensfälle vorstellen und zeigen wirklich bis runter auf die einzelnen Attribute in Adonis, was wir da erfassen und warum wir das erfassen und wie die Dinge dann zusammenhängen. Und am Schluss versuche ich das noch mal zusammenzufassen und Ihnen so ein bisschen unsere Erfahrungen zu sagen, die wir in diesem Zusammenhang gemacht haben. Vielleicht ganz kurz, also wie gesagt, wir sind eine kleine Spezialbank, wobei so klein sind wir gar nicht. In unserem Segment sind wir sogar der Marktführer. Wir machen insbesondere Depotgeschäft, also Kundendepots, Fondsgeschäft, Fondsdepots. Und das insbesondere auch im White Labeling. Das heißt, wenn Sie bei einer Versicherung, einer großen oder einer größeren Bank ein Depot haben, ein Fondsdepot, dann kann das sein, dass das bei uns liegt. Das merken Sie aber gar nicht. Also die Oberfläche ist gelb, grün oder rot, je nachdem, was der Kunde bestellt. Und der juristische Bestand allerdings, also das tatsächliche Depot, liegt dann bei uns. Und auch alle Services rund um dieses Depot bekommen Sie bei uns. Das ist allerdings stark vereinfacht. Wir haben diverse andere Nebenthemen auch noch. Ich möchte jetzt da gar nicht so genau drauf eingehen. Also Sie sehen, wir erweitern uns auch und das auch in rasantem Tempo. Da komme ich nachher noch drauf.
Hier sind noch ein paar Kennzahlen, die vielleicht ganz interessant sind. Ganz besonders wichtig erscheint mir die 300 Mitarbeiter, sodass Sie uns ein bisschen einschätzen können. Wir sind also ein mittelständisches Unternehmen, eine mittelständische Bank, ein kleineres Unternehmen. Hier sind viele Leute, die sich mit Prozessen gut auskennen. Also wir haben circa 700 gültige Prozesse oder Arbeitsanweisungen im System, nur dass Sie das so ein bisschen einschätzen können, bei welcher Größenordnung wir sind. Also kein Konzern, sondern noch ein, ich sag mal, relativ überschaubarer Bereich. Wichtig ist vielleicht auch noch die 1 Million Kunden. Also wir sind in unserem Segment Marktführer, also relativ groß auch, genau. Gut, dann hier zu unserem Organigramm. Wir haben 2 Geschäftsführer, den Kai Friedrich und den Jürgen Keller, und mich und meine Gruppe finden Sie ganz unten ganz rechts unter Regulatory Governance. Unter Regulatory Governance sind alle Second-Line-Abteilungen zusammengefasst. Dieses Three Lines of Defense-Modell habe ich jetzt heute hier schon unheimlich oft gehört. Also ich hoffe, Ihnen ist klar, was das eigentlich ist, ne? Also die First Line, die Risikominimierung in der ersten Linie im operativen Bereich, die Second Line, alle Kontrollinstanzen, Risikomanagement, Compliance und so weiter. Und die Third Line haben wir jetzt gerade davor gehört, die Revision. Und ich bin eben mit allen meinen Themen in der Second Line of Defense. Gut, dann würde ich gleich einsteigen. Und zwar würde ich Ihnen gerne zeigen, was wir mit Adonis machen. Also wie gesagt, das Adonis selber haben wir schon seit ganz langer Zeit im Einsatz, und wir haben in Adonis sowohl die Aufbauorganisation als auch die Ablauforganisation dokumentiert. Das heißt, wir haben in Adonis auch alle Organigramme drin und alles, was da auch zusammenhängt. Also sämtliche Rollen, die Mitarbeiter sind drin. Wir gehen sogar so weit, dass wir Skills da drin abbilden. Das heißt, welche Skills braucht ein Mitarbeiter, um die Rolle ausfüllen zu können, und auch Benutzerberechtigungen können wir da ablegen. Und automatisch aus dem System erhalten wir da Stellenbeschreibungen. Also die Idee ist, wenn ich natürlich weiß oder welche Prozesse wir im System haben, dann weiß ich auch, welcher Mitarbeiter was machen kann und kann das auch entsprechend auswerten. Also die Aufbauorganisation ist ziemlich umfangreich in Adonis bei uns enthalten, und natürlich auch die Basis, also die Ablauforganisation, das heißt die Prozesse. Wie gesagt, wir haben derzeit 700 gültige Prozesse im System und dokumentieren die auch sehr detailliert, sehr genau. Also die haben Handbuchcharakter, die sind bei uns, das sind keine Bildchen, die man dann in irgendein Dokument hinterlegt, sondern das ist wirklich sehr detailliert modelliert. Ziel ist, dass ein informierter Dritter nach diesen Prozessen auch arbeiten kann. Also die sind auch unser Notfallhandbuch, die sind im Notfall hochverfügbar. Also ein Adonis ist bei uns ein Notfallsystem sozusagen, und im Notfall muss Adonis laufen, damit man sich diese Prozeduren anschauen kann. So neu dazugekommen ist für uns, und das ist jetzt erst passiert, Sie sehen es hier, am 17.03. haben wir die GRC-Komponente vollständig eingeführt, und zwar in ihrer, wie ich bis heute Morgen dachte, vollständigen Ausbaustufe. Wir verwenden insbesondere die Risiken und die Risikobewertungsobjekte in Adonis, wobei das tun wir schon seit sehr langer Zeit. Auch im damaligen kleinen Serversystem hatten wir da uns einen kleinen extra Workflow bauen lassen. Also die Risiken, die operationellen Risiken, die Risikoinventur mache ich schon seit mindestens 10 Jahren im System. Wir hatten dann allerdings eine andere Vorgehensweise, da musste man so Häkchen setzen und dann war es revisionssicher, oder wie ich gelernt habe, jetzt weiß ich den anderen Begriff nicht mehr, also aus unserer Sicht revisionssicher war das dokumentiert, dass diese Risiken eben durch diesen Workflow gelaufen sind. Das haben wir zum Glück jetzt ein bisschen schöner machen können durch diese Einführung der GRC-Komponente. Ein wesentlicher Teil davon ist ja eben dieser Objekt-Workflow, den man da kauft, und der gilt für alle möglichen Objekte, den kann man für alle möglichen Objekte verwenden, und wir haben im Zuge dessen, also in der Umstellung dann auch auf MP, haben wir die Risiken in die Vorgehensweise der BOC umgestellt und machen die Risiken jetzt eben, wie das GRC-Tool vorsieht. Einen Punkt habe ich da jetzt auch noch aufgeführt, und das sind die Risikoaggregationen. Mit diesem Ding war ich am Anfang nicht so froh, als mir das vorgestellt wurde, war ich so ein bisschen kritisch, weil ich das ziemlich trivial fand. Mit den Risikoaggregationen kann man verschiedene Risiken zusammenfassen. Im Laufe der Zeit habe ich allerdings festgestellt, dass meistens die besonders einfachen Dinge besonders genial sind, und deswegen wir verwenden diese Risikoaggregationen für sehr viele Dinge jetzt. Das erlaubt mir nämlich einen Blick auf meine Risiken aus verschiedenen Blickrichtungen. Zum Beispiel haben wir eine Risikokonzentration bei sogenannten Fondsdifferenzen, und ich kann alle Risiken, die auf diese Fondsdifferenzen einzahlen, in dieser Risikoaggregation zusammenfassen und habe auf einen Blick einen Überblick über diese Risiken. Das ist unfassbar einfach, aber er beantwortet für andere Leute oder für Stakeholder Fragen, die immer wieder aufkommen. So, und das kann ich auch, und da komme ich jetzt dann auch noch dazu, insbesondere für die Schadensfälle
Stelle verwende ich es besonders gerne. Es gibt nämlich die sogenannten Op-Risk-Schadenskategorien. Jeder, der mit Risikomanagement zu tun hat, kennt das bestimmt. Also operationelle Risiken werden in, ich glaube, 8 verschiedene Schadenskategorien eingeteilt, müssen danach klassifiziert werden. Nach dieser Klassifizierung muss ich auch die Meldung an die Aufsicht machen und das mache ich auch mit diesen Risikoaggregationen. Also ich kann dort zusammen und jederzeit kann ich beantworten, welches Risiko zu welcher Schadenskategorie gehört und andersrum. Und da sind viele andere Denkweisen auch noch möglich. Also ein sehr einfaches Tool, das trotzdem sehr viele Fragen sehr gut beantwortet. Dann die Kontrollen und die Kontrolltests haben wir im System neu drin. Die Kontrollen ist für uns ein relativ neues Thema. Da komme ich jetzt auch gleich noch dazu. Ich habe da eine extra Folie dazu. Wir haben ein Projekt gemacht. Wir mussten das IKS-System bei uns ein bisschen ausbauen. Und insbesondere mit den Kontrolltests haben wir erst angefangen. Also das machen wir seit 2 Monaten. Wir haben jetzt 3 Kontrolltests begonnen. Wahrscheinlich inzwischen schon mehr. Mal sehen. Ja, und dann der Hauptteil natürlich die Verlustdatenbank. Also das ist für uns natürlich ein ganz großes Thema. Die Verlustdatenbank haben wir ursprünglich bei unserer Konzernmutter gepflegt. Dazu muss ich sagen, dass wir bisher zum Commerzbank-Konzern gehört haben und sind dann verkauft worden vor 2 Jahren. Also wir sind jetzt bei der FNZ. Das ist eine britische oder neuseeländisches Fintech und das ist natürlich eine ganz andere Nummer jetzt. Und dadurch, dass die Commerzbank oder das Risikomanagement dort weggefallen ist, musste ich mit meinen Schadensfällen was machen. Und da komme ich dann auch noch gleich drauf. Es lag natürlich dann nahe, die in Adonis zu integrieren, da wir das dort mit allen möglichen anderen Dingen dann zusammenführen können. Naja, und dann auch gehört haben wir heute schon die Maßnahmenverwaltung. Die haben wir auch im Einsatz. Wir haben noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung damit. Wir beginnen damit erst. Aber wir sind dabei und wir haben die ersten Maßnahmen auch schon eingeführt. So, zunächst mal würde ich Ihnen kurz zeigen, wie wir mit den Prozessen umgehen oder wie die Prozesse bei uns funktionieren. Keine Angst, es ist nur eine Folie. Auf der linken Seite nur so ein Beispiel. Also so zeichnen wir. Das kennen, glaube ich, alle. Das ist das Übliche. Da oben habe ich Ihnen einen Live-Auszug aus dem System mal reingemacht. Wie viele Prozesse haben wir gerade? Also 537 sind gültig, 65 in der Prolongation und 102 in der Prolongation dringend. Das gefällt mir übrigens nicht. Also das darf eigentlich so nicht sein. Es ist so, dass unsere Prozesse einem Freigabeverfahren unterliegen, einem doppelten, nämlich wir machen zunächst eine Qualitätssicherung bei uns im Prozessmanagement und die wird auch sehr genau gemacht. Also wir sind da sehr ordentlich, das heißt üblicherweise drehen die Prozesse immer 2, 3 Runden, bis sie dann wirklich zur fachlichen Freigabe weitergegeben werden, weil wir eben einen sehr hohen Qualitätsanspruch daran haben. Also das ist wirklich, hat Handbuchcharakter und es sind auch unsere Anweisungen, also das ist unser Anweisungswesen und deswegen unsere schriftlich fixierte Ordnung und darüber hinaus sollten eigentlich keine Anweisungen mehr bestehen. Naja, so viel zur Theorie. Klappt nicht ganz. Allerdings konnte ich es so weit durchsetzen, dass unsere Anweisungen mindestens in den Prozessen verlinkt sein müssen und dann dadurch Gültigkeit erhalten. Aber im Prinzip ist das einzig führende System für die Anweisungen ist der Art Prozess und sonst nichts. Ja. Da kann man trefflich dann, die Revision würde einiges finden. So, und das zeigt sich hier und wir haben dann auch noch ein Prolongationsverfahren etabliert. Also alle unsere Prozesse werden einmal im Jahr zur Prolongation gestellt. Das heißt, der Prozessowner bekommt automatisiert aus dem System eine E-Mail und wird aufgefordert, den Prozess zu überprüfen und muss dann gucken, ob der noch aktuell ist. Dann darf er ihn prolongieren, also das ist nur ein Druck auf den Knopf, oder er muss ihn eben überarbeiten. Dafür hat er 2 Monate Zeit und wenn die Überarbeitung oder Prolongation innerhalb von 2 Monaten nicht erfolgt ist, dann gelangt er in die sogenannte Prolongation dringend. Ich wollte den Begriff Eskalation vermeiden und das ist also das, was Sie da hinten sehen, die 102. Und aus meiner Sicht ist das zu hoch. Also 5% der schriftlich fixierten Ordnung dürfen nicht aktuell sein, aber mehr eigentlich nicht und das ist deutlich drüber. Das heißt, da bin ich gerade dran und das Gute ist, dass ich Risikomanager und Prozessmanager mit in einer Person bin. Das heißt, das wandert dann natürlich automatisch in den Risikobericht, ist aus meiner Sicht auch ein Risiko. Ne? Wenn das Anweisungswesen nicht aktuell ist, ist aus meiner Sicht nicht okay. Was wir nicht haben, ist, dass unsere Prozesse ungültig werden, sondern die bleiben so lange gültig, bis eine andere aktualisierte Version online gestellt wird. Also ungültig werden die Prozesse nicht automatisch. Genau. Also bildet unsere schriftlich fixierte Ordnung und das Gute an der Geschichte ist, dass ich die Prozesse eben jetzt mit allem verknüpfen kann. Also die Prozesse sind verknüpft mit den Risiken, mit den Kontrollen, natürlich auch mit Maßnahmen und auch unserem Fokusthema heute, den Schadensfällen. Bei den Risiken ist es so, die Prozesse sind verknüpft. Dann kann ich gleich zur nächsten, oder ich
mache die Folie und dann erzähle ich Ihnen gleich noch, wie die Verknüpfungen sind. Also das ist ADO-GRC, wie es bei uns im Einsatz ist. Also wie gesagt, die Risiko und die Risikobewertungen. Das haben wir, wie gesagt, seit langer Zeit schon. Also das ist bei uns gelebtes Leben. Die Risikoinventur wird immer im April bei uns gemacht und auch schon lange im System. Jetzt natürlich viel einfacher durch den Objekt-Workflow, den der ADO-GRC bietet. Dann die Kontrollen und die Kontrolltests. Das ist relativ neu für uns. Also wir haben im Laufe des letzten Jahres erst angefangen, ein internes Kontrollsystem aufzubauen. Wir hatten in den Prozessen circa 2100 Kontrollschritte dokumentiert. Die werden extra gekennzeichnet. Das kennen Sie ja bestimmt auch. Also Aktivität vom Typ Kontrolle. Da lassen wir einen Kontrollkatalog raus. Das sind 2100 Einträge, hat diese Liste. Und wir haben mit Hilfe einer externen Unternehmensberatung dann nach einer vorgegebenen Definition Schlüsselkontrollen daraus definiert. Und das sind insgesamt 90 Schlüsselkontrollen geworden. Und das haben wir mit den Fachbereichen auch diskutiert. Und diese 90 Schlüsselkontrollen haben wir dann in Adonis angelegt mit eben genau diesem blauen Symbol. Und das sind jetzt unsere Schlüsselkontrollen im System. Und die sind wiederum mit den Kontrollschritten in den Prozessen verknüpft. So, und auf diese 90 Schlüsselkontrollen, da wir ein relativ kleines Team sind, wir sind nur 3 Mitarbeiter, ich und 2 Kolleginnen, wollten oder können wir nur einen Teil dieser Kontrollen einem Kontrolltest unterziehen. Und das machen wir nur für die besonders risikoreichen Schlüsselkontrollen. Und da wir ja die Kontrollen und die Kontrollschritte auch mit den Risiken verknüpft haben, weiß ich auch, wie risikoreich welche Schlüsselkontrolle ist. Ja? Ich habe also ausgewertet, welche Schlüsselkontrolle welche Risiken nach sich zieht und konnte somit die Top 30, also die 30 risikoreichsten Schlüsselkontrollen ermitteln und habe die in einer Liste zusammengefasst. Da komme ich gleich noch drauf. Wir haben das fachlich natürlich noch ein bisschen nachbearbeitet. Ganz trauen wir unserem System dann doch nicht. Aber im Großen und Ganzen haben wir 30 Schlüsselkontrollen identifiziert, die für uns besonders risikoreich sind und die unterziehen wir einem Kontrolltest. So, und das ist für uns neu. Also wie gesagt, 3 Tests haben wir bereits begonnen, einer ist abgeschlossen und da stecken wir in den Kinderschuhen noch, aber wir arbeiten uns da voran. Und auch neu ist das Thema Maßnahmenverwaltung. Auch da sind bereits Maßnahmen im System und bei uns kommen Maßnahmen aus verschiedenen Gründen zustande. Komme ich gleich noch drauf, aus der Revision leider noch nicht. Und die sind auch wiederum verknüpft mit allen anderen Themen. Naja, und die Verlustdatenbank, die ist bei uns jetzt im Volleinsatz. Also wie gesagt, da haben wir auch die Altdaten eben übernommen und komme ich jetzt auch gleich zu einer Folie noch dazu. Gibt es denn zu dem Thema schon irgendwelche Fragen? Sie dürfen mich jederzeit auch unterbrechen, gell? Also wenn es irgendwelche Fragen gibt, freue ich mich natürlich. Gut. Dann zu den Risiken. Ich würde Ihnen gerne zeigen, wie wir mit den Risiken umgehen. Ich würde bei der Folie gerne in der Mitte beginnen. Also das Risiko ist abgebildet mit den Risikostammdaten. Also das ist die Standardvorgehensweise in ADO-GRC. Im Risiko haben wir also die jeweiligen Stammdaten abgebildet. Wir haben circa 200 Einzelrisiken im System, alles operationelle Risiken. Die Risiken werden bei uns bewertet, die sind immer 1:1 verknüpft mit der sogenannten Risikobewertung. Auch das GRC Standard, denke ich. Nicht allerdings unsere Risikobewertung. Wir bewerten Risiken nach einer Bandbreite, dem sogenannten Downside Risk und dem Most Realistic Case, also unterer Wert der Bandbreite und oberer Wert der Bandbreite. Die Idee ist, dass ich da mit einem 95%igen Konfidenzniveau das Risiko innerhalb dieser Bandbreite sich befindet. Die Erläuterung ist, wenn ein Risiko 20 Mal im Jahr tatsächlich eintritt, wie hoch ist die durchschnittliche Schadenshöhe, das ist die untere Bandbreite, und angenommen, es tritt 20 Mal ein, wie hoch ist der höchste Ausschlag des Risikos, das ist die obere Bandbreite. Ne? Und so bewerten wir alle Risiken. Ich habe also immer einen Most Realistic Case und einen Downside Risk für alle Risikoarten. Genau, und dann die Risikoaggregation habe ich bei dieser Folie auch noch mit aufgeführt, weil ich sie eben so wichtig finde, insbesondere auch für unsere Schadensfälle. Wir aggregieren diese Risiken nach verschiedenen Sichtweisen. Zum Beispiel das Thema Tax Compliance war bei uns jetzt ein großes Thema in der Vergangenheit. Also ich kann zum Beispiel auswerten, welche Risiken zahlen auf Steuern ein oder Steuerrisiken. Auch da gibt es Risikoaggregationen. Und insbesondere wichtig für unseren Schadensfall oder für die Schadensfälle sind die ORS, die Op-Risk-Schadenskategorien. Das ist sowas wie interner Betrug, externer Betrug, Prozessfehler, IT-Fehler und sowas. Also ich kann alle Schadensfälle diesen jeweiligen Schadenskategorien dann zuordnen.
Dann die Folie mit den Kontrollen. So gehen wir mit den Kontrollen um. Da beginne ich jetzt links. Also ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben mehr als 2100 Kontrollaktivitäten in unseren gültigen Prozessen dokumentiert. Die wiederum sind verknüpft mit den Schlüsselkontrollen, also ungefähr 90 Schlüsselkontrollen, die wir in Adonis als Kontrollobjekte angelegt haben. Da sind wir nicht ganz in der Standardmethode, ne? Die BOC nimmt alle Kontrollen her. Wir verwenden es nur als Schlüsselkontrollen und die wiederum werden jetzt verknüpft im Laufe eines Jahres mit den sogenannten Kontrolltests. Wie gesagt, aber nur für 30 besonders risikoreiche Schlüsselkontrollen. Wie wird das alles überprüft oder wie stelle ich sicher, dass es aktuell ist? Bei den Prozessen habe ich es ja schon gesagt. Also wir machen eine Qualitätssicherung und einmal im Jahr werden diese Prozesse immer aufgerufen. Und das Gleiche mache ich natürlich auch bei den Risiken mit der sogenannten Risikoinventur, zu der bin ich ja auch verpflichtet. Und seit dem letzten Jahr ist die Risikoinventur erweitert worden um die sogenannte Kontrollinventur. Einmal im Jahr werden also alle Risiken in Bearbeitung gestellt und die dezentralen Risikobeauftragten werden gebeten, diese Risiken zu überprüfen. Vielleicht an der Stelle muss ich noch hinzufügen, dass bei uns alle Systematiken, sowohl das Prozessmanagement als auch das Risikomanagement, dezentral organisiert sind. Das heißt, wir haben im Fachbereich die sogenannte dezentrale Risikobeauftragte, die sich um die Risiken kümmern und natürlich auch Modellierer, die die Modellierung vornehmen. Wir sind ein sehr kleines Team, also wir sind in der Zentrale oder in der Zentralstelle sozusagen ja nur 3 Mitarbeiter, das könnten wir also gar nicht leisten. Das heißt, alles, was bei uns ist, passiert dezentral und deswegen auch immer diese E-Mails, die dann verschickt werden. Also Risikoinventur. Einmal im Jahr werden die dezentralen Risikobeauftragten gebeten, diese Risiken zu aktualisieren und auch die Risikobewertung zu überprüfen und eben entsprechend zu aktualisieren. Das läuft nach dem Standard-Workflow, sage ich mal, an der GRC-Komponente. Und zusätzlich dazugekommen ist jetzt eben neu die sogenannte Kontrollinventur. Wir müssen natürlich auch gucken, ob die Schlüsselkontrollen noch alle aktuell sind, ob die richtig sind die richtig beschrieben. Sind es noch die richtigen? Ja, haben wir wirklich alle Schlüsselkontrollen? Und auch das wird im Rahmen der Kontrollinventur überprüft, machen auch die dezentralen Risikobeauftragten. Wir haben deren Aufgaben an der Stelle ein bisschen erweitert. So, das ist die Projektfolie. Keine Angst, müsst ihr nicht alles lesen. Ich erzähle es kurz, wie wir vorgegangen sind zu unserem IKS-Projekt, also die Einführung eines internen Kontrollsystems. Unser Hauptproblem an der Geschichte war, dass die Second Line of Defense da nicht richtig berücksichtigt war in unserer Vorgehensweise. Wir hatten es bis jetzt so, dass wir unsere Prozesse modelliert haben, inklusive aller Kontrollen. Und die Revision hat dann diese Prozesse in ihrem üblichen Turnus überprüft, nach Risikogesichtspunkten natürlich. Und das war aber auf Dauer zu wenig. Also wir haben keine Kontrolle der Kontrollen gemacht. Und da sind wir jetzt eben gerade dabei, das umzusetzen. Wie gesagt, im letzten Jahr in einem ersten Schritt haben wir mithilfe einer Unternehmensberatung die Schlüsselkontrollen definiert und mit dem Fachbereich diskutiert. Also wir sind da auf die Fachbereiche zugegangen und haben geguckt, ob es wirklich die Schlüsselkontrollen sind. Also allein die Risikokennzahl reicht nicht, um das bewerten zu können. Also es spielen natürlich auch andere Umstände da eine Rolle, zum Beispiel wie aufsichtsrechtlich relevant so eine Kontrolle ist, und haben dann also diese 90 Schlüsselkontrollen gefunden und haben die, das hat die Unternehmensberatung auch gemacht, in Adonis gepflegt. Es ist auch relativ gut gelaufen. Wir haben das dann in der letzten Kontrollinventur im April, haben wir die dann auch überprüft. Vorher haben eine Kollegin und ich noch ein Seminar besucht. Also ich bin jetzt zertifizierter IKS-Manager und haben uns da ein bisschen weitergebildet, um zu wissen, wie das funktioniert. Und dann haben wir das Adonis eingeführt, das war dann im März, also vor der Kontrollinventur, und haben das alles schon mit der neuen GRC-Komponente gemacht, haben dann die Risiko- und die Kontrollinventur sozusagen konsolidiert und dann habe ich die Auswertung gemacht. Nachdem die Kontrollen und die Risiken aktuell waren, konnte ich das auswerten und sagen, welche dieser Kontrollen sind besonders risikoreich, und habe dann unsere Auswertung gemacht und kamen auf 30 besonders risikoreiche Schlüsselkontrollen, und da beginnen wir jetzt mit den Kontrolltests. Also da fangen wir jetzt erst an. Das ist für uns auch ein ganz spannender Prozess, weil wir das natürlich auch nicht können. Wir haben es jetzt theoretisch gelernt, aber wir müssen uns da auch erst rantasten. Wie macht man denn so einen Kontrolltest? Da hat uns allerdings auch die Software sehr geholfen. Das ist eigentlich etwas, was ich nicht so gerne mag. Eigentlich geben wir fachlich vor, was die Software können soll. In dem Fall waren wir froh, dass die Software konnte, was wir fachlich noch nicht wussten. Und insofern waren wir da ganz dankbar, auch um die Hilfe der BOC, die uns da ein bisschen geholfen haben. Wir haben uns also gerne dem Standard angeschlossen und machen jetzt diesen Kontrolltest anhand dieses Standards und arbeiten uns jetzt davor. Ziel ist, dass wir binnen eines Jahres alle Kontrollen oder alle Kontrolltests durchgeführt haben, weil auch die
die Kontrolltests dann wieder einmal im Jahr hochploppen. Also jedes Jahr kommt der Kontrolltest dann wieder von vorne und muss erneut gemacht werden. Natürlich korrigiert um die Kontrollinventur, wenn Schlüsselkontrollen dazugekommen sind oder weggekommen sind. Genau, das ist also unser Ziel. Naja, und natürlich die leidige Dokumentation, die blüht uns auch noch. Das kommt auch noch dran. So, jetzt kommen wir zu einer meiner absoluten Highlights und Lieblingsfolien. Da wollte ich der BOC auch sagen, bitte nicht verbessern. Ich habe da immer Angst von Facebook, wenn da was verbessert wird, dann ist es nachher unbrauchbar. Aber das ist perfekt aus meiner Sicht, und zwar ist das sogenannte Insight. Das zeigt eigentlich, oder das ist aus meiner Sicht die Quintessenz dessen, was wir gemacht haben oder warum wir die Arbeit da reinstecken. Diese Prozessdokumentation, das brauche ich Ihnen ja nicht sagen, macht unfassbar viel Arbeit. Man muss die Leute dazu kriegen, das zu machen. Keiner hat Lust auf Dokumentation, bei uns auch nicht. Und das ist äußerst schwierig, das so hinzukriegen, insbesondere mit unserem Qualitätsanspruch. Und diese Folie oder dieses Insight zeigt jetzt eigentlich, warum wir das alles machen. Wir haben jetzt die Risiken im System aufgebaut, wir haben jetzt alle Schlüsselkontrollen drin. Und hier könnt ihr auf einen Blick sehen, und kein anderes Tool habe ich bis jetzt gesehen, in dem man das so schön sehen kann wie hier. Sie sehen jetzt hier den Zusammenhang zwischen den Risiken und den Kontrollen, und zwar auf einen Blick. Auf der linken Seite sehen Sie nämlich, in welchen Prozessen die Risiken entstehen. Und wer das Insight schon kennt, wenn man mit der Maus drüber fährt, dann klappt es sogar auf und dann kommt die einzelne Aktivität und Sie können draufdrücken. Ja? Also Sie sehen jederzeit, in welchem Prozessschritt genau dieses Risiko entsteht. Und dann sehen Sie auch, welches Risiko, das ist in der Mitte dann, um welches Risiko es geht. Und auf der rechten Seite sehen Sie, welche Schlüsselkontrollen wir etabliert haben, um dieses Risiko zu minimieren. Und Sie sehen noch weiter rechts dann, in welchen Prozessen diese Schlüsselkontrolle tatsächlich stattfindet. Ja? Und können auch da wirklich draufklicken. Das heißt also, noch optimaler oder noch einfacher darstellen kann ich es nicht, wie der Zusammenhang zwischen den Prozessen, den Risiken und den Kontrollen ist. Deswegen bin ich, als ich diese Auswertung gesehen habe, also da war ich wirklich ganz begeistert. Das fand ich ganz toll. Ich habe allerdings schon gesehen, ihr habt es schon verbessert. Habe ich heute Morgen schon rausgefunden. Also gut, aber es sah natürlich ganz toll aus. Ja, also das ist aus meiner Sicht die Quintessenz der Arbeit, die wir eigentlich leisten, dass wir eben genau diesen Zusammenhang hier herstellen können. Ja. Gut, dann einen Punkt habe ich noch vergessen in der Vorstellung der GRC-Komponente, und zwar das Maßnahmenmanagement. Maßnahmen kommen bei uns aus 3 verschiedenen Quellen derzeit, nämlich erstens aus der Qualitätssicherung der Prozesse. Also wie gesagt, wir machen eine zentrale Qualitätssicherung im Prozessmanagement. Daraus können sich Maßnahmen ableiten, wenn Prozesse oder ganze Prozessmodelle nicht mehr aktuell sind oder wir größere Dinge feststellen. Ich sage immer, wenn ihr wissen wollt, was im Unternehmen nicht gut läuft, dann fragt uns, weil wir immer merken, wo was nicht stimmt. Und es ist auch immer so, wenn an irgendeiner Stelle Prozesse nicht fertig werden, dann gibt es immer ein Problem mit der Verantwortung. So, und das merken wir im Prozessmanagement natürlich, weil diese Prozesse dann nicht fertig werden. Ne? Also wir haben eigentlich immer einen relativ guten Überblick drüber. Und daraus können Maßnahmen entstehen. Und das Schöne an diesen Maßnahmen ist, dass die halt nachgehalten werden können oder nachgehalten werden, unerbittlich, und dass die Dinge auch nicht mehr vergessen werden können. Das Zweite sind die Kontrolltests. Also aus den Kontrolltests entstehen natürlich auch Maßnahmen. Und das Dritte sind dann die Schadensfälle. Da habe ich allerdings noch nicht so viel Erfahrung, weil wir haben leider seit Einführung, also leider in Anführungsstrichen, seit Einführung erst 2 Schadensfälle gehabt. Also, und da war noch derzeit keiner dabei, bei dem eine Maßnahme erforderlich war. Naja, und diese Maßnahmen, und das ist ja das Tolle dran, können dann auch wiederum mit allem verknüpft werden. Rot eingerahmt habe ich natürlich auch den Schadensfall. Ich kann beim Schadensfall immer gucken, welche Maßnahmen habe ich ergriffen, oder andersrum bei der Maßnahme, auf welchen Schadensfall zahlt die ein, und andersrum. Und das sind aber ja die Fragen, die man eigentlich wissen will. So, gibt's denn dazu Fragen? Ich habe versucht, Ihnen so einen Überblick zu geben, wie wir mit den Prozessen oder mit Adonis und auch mit der GRC-Komponente arbeiten und wie wir die einzelnen Komponenten damit verknüpfen, um Ihnen jetzt im nächsten Schritt zu zeigen, wie die Verlustdatenbank bei uns eingeführt wird und wie das in dieses Bett schön fällt oder warum es so sinnvoll ist, das in diesen Kontext einzubinden. Gibt es da schon irgendwelche? Im Internet habe ich gesehen. Ja, es gibt mehrere Fragen im Internet. Ich versuche einmal die, über die wir schon definitiv gesprochen haben, die jetzt zu stellen. Das eine war, wurde Ihr IKS auf ein bestimmtes Referenzmodell aufgesetzt, zum Beispiel COSO? Nicht absichtlich. Nein. Also es steckt keine fachliche Theorie von unserer Seite dahinter, von BOC-Seite natürlich immer. Deswegen ist Adonis ja so toll, so nah an der Uni Wien. Also das ist alles durchdacht, aber wir haben gar nicht absichtlich ein System dahinter.
Gut, und dann noch eine zweite Frage, die auch Sie schon behandelt haben, das Thema Risikoaggregation. Sie haben das ja angemerkt, dass Sie das vorwiegend für Auswertungen auch gut nutzen können. Die Frage, die sich ergeben hat, ist ein Risiko immer einer Aggregation zugeordnet oder ist das quasi so eine viele zu viele N-zu-M-Beziehung? Das ist ja genau das Tolle an diesen Aggregationen, dass ich sozusagen eine Matrix-Sicht hinbekomme. Ich kann das Risiko also mehreren Aggregationen zuordnen und es ist trotzdem immer richtig. Ne? Also ein Risiko kann sowohl Fortdifferenzen betreffen als auch Steuern oder beides zusammen. Und das ist das Tolle daran. Es erlaubt also eine Matrix-Sicht auf diese ganzen Risiken und ich kann sie sortieren. Und es ist so unfassbar einfach. Das kapiert jeder. Das kann ich einem Geschäftsführer geben und sagen, du drück da drauf, dann kommt die Liste der Risiken, die da drauf einzahlen. Also da muss man sich mit Adonis nicht auskennen, einfach hindrücken und es steht da. Drum ist es also wirklich brillant. Ja. Dann war im Saal noch eine Frage. Ja. Sind die Risikoverantwortlichen getrennt von den Prozessverantwortlichen? Ja, das sind unterschiedliche Nutzergruppen, wobei also verantwortlich sind grundsätzlich immer natürlich die auch tatsächlich die Verantwortung tragen, also die Bereichs- oder Gruppenleiter. Insofern, ja, das sind unterschiedliche Benutzergruppen, das muss nicht übereinstimmen. Wir sind ein relativ kleines Unternehmen und unser Organigramm ist an manchen Stellen dem geschuldet auch sehr, also es ist nicht immer ganz eindeutig, ne? Und drum kann das unterschiedlich sein. Aber die Verantwortung trägt natürlich auch immer die First Line, ne? Noch was aus dem Internet? Ja, eine Frage noch, weil es jetzt gerade dazu gepasst zu Ihrer Aufbauorganisation. Und zwar wurde gestellt, welche Risiken und Chancen gibt es oder hat es Ihrer Erfahrung nach gegeben, dass alle Governance-Funktionen und das Prozessmanagement in einer organisatorischen Einheit sind? Oh. Jetzt ist doof, dass wir im Internet sind. Ja, also das ist äußerst schwierig zu beantworten. Also grundsätzlich, gerade mir als Non-Financial Risk Manager, ich habe natürlich sehr viel, bei mir gibt es sehr viel Zusammenarbeit mit sehr vielen von diesen Stellen. Also Notfallmanagement und so weiter, IT-Security und so weiter. Das zahlt ja auch alles ab auf operationelle Risiken ein. Aus meiner Sicht ist die Zusammenarbeit dieser Second-Line-Stellen sehr hilfreich. Also wir haben seit langer Zeit im Unternehmen schon Gremien oder immer schon gehabt, wo diese Stellen zusammenarbeiten. Übrigens nicht nur mit der Second Line, sondern auch mit der Third Line. Also auch da gibt es sehr viele Dinge. Allerdings bei uns im Unternehmen ist es so, dass nicht alle Second Line Funktionen, zum Beispiel das Financial Risk Management, ist in einem anderen Bereich, ist ein eigener Bereich. Also es ist nur ein Teil der Second Line Funktionen in Corporate Governance zusammengefasst, aber mit sehr hohen Synergieeffekten aus meiner Sicht. Also da gibt es sehr viele Punkte, die zusammenarbeiten. Und das ist übrigens auch meine Idee, komme ich an der allerletzten Folie auch drauf. Ich würde natürlich gerne etwas mehr Themen aus diesen Bereichen in Adonis reinbringen, weil wir viele Informationen haben, die für die anderen Bereiche natürlich auch interessant sind, ne? Also gerade Notfallmanagement, ich weiß, wie risikoreich die Prozesse sind und so weiter und so weiter. Und das würde sehr helfen, ja. Also ja, viele Synergien. Gut. Gibt es sonst noch Fragen? Dann würde ich den zweiten Teil machen, bevor ich die Karten kriege. Also, was ist eine Verlustdatenbank überhaupt? Also mein ganzer Job basiert eigentlich auf dem Paragraph 25a KWG Kreditwesengesetz, in dem steht drin, dass wir ein Risikomanagement machen müssen, dass wir unsere Prozesse dokumentieren müssen und auch, dass wir ein internes Kontrollsystem machen müssen. Und unsere Aufsicht, die BaFin in diesem Fall, hat das konkretisiert durch die sogenannte MA-Risk. Und da steht drin, insbesondere zu den operationellen Risiken, dass das Institut eine angemessene Erfassung von Schadensfällen sicherzustellen hat und bedeutende Schadensfälle unverzüglich hinsichtlich der Ursachen analysiert werden müssen. Und das machen wir natürlich mit einer sogenannten Verlustdatenbank. Ich habe Ihnen da eine Definition, die möchte ich jetzt gar nicht vorlesen. Sie sehen, wie das ausschaut. Also im Prinzip ist das nichts anderes als eine platte Excel-Liste, in der man das halt einträgt. Was ist passiert? Wie heißt es? Eine Beschreibung. Und so weiter. Also alle Daten, die dazu zusammenhängen. Wie hoch war der Schaden und so weiter. Da komme ich jetzt noch drauf. So war es dann auch bei uns, oder das war bei uns dann auch das große Problem. Wir waren ja Teil des Commerzbank-Konzerns. Wir pflegen unsere Verlustdaten seit circa 20 Jahren da drin. Also ich habe Verlustdaten, die bis ins Jahr 2000 zurückreichen. Ich habe das dann abziehen müssen in Form einer Excel-Liste, also wirklich ganz platt. Also es war eine Excel-Liste, die wir da bekommen haben. Da war meine Verlustdatenbank dann drin. Und dann war natürlich die große Frage, wohin damit? Was machen wir damit? Und ich war unfassbar froh, als ich dann rausgefunden hatte, dass Adonis eben da eine Lösung dafür
dafür bietet, dass es die Verlustdatenbank in Adonis gibt. Das macht natürlich für mich als operationeller Risikomanager ganz viel Sinn, weil alles, was ich tue, hat irgendwie mit Prozessen oder mit Kontrollen zu tun und selbstverständlich damit auch die Schadensfälle. Ne? Darum lag das auch sehr nah. Und der Vorteil ist eben, wenn man das in Adonis einbettet, insbesondere wenn man diese Ausbaustufe hat, wie wir sie haben, dass man es eben mit den Risiken verknüpfen kann, mit dem Kontrollsystem und dass der prozessuale Kontext dieses Schadensfalls auch dasteht und klar ist und dass es einen einheitlichen Meldeprozess auch gibt. Also insofern war das für uns ein gefundenes Fressen. War nicht ganz einfach, auch diese Altdaten zu übernehmen. Also wir mussten da einiges bereinigen. Die Frau Widowitz hat uns da gerettet, so relativ häufig. Also wir mussten da einiges machen, um es dann rüberzubringen. Und jetzt ist es relativ ordentlich im System drin. Ich zeige auch gleich noch das Dashboard. Es gibt auch für die Schadensfälle noch ein Dashboard. Da komme ich gleich noch drauf. Ganz kurz, wie ist das geregelt bei uns? Was sind Schadensfälle überhaupt? Also alles, wenn Dinge passieren, Fehler passieren, die zur Folge haben, dass wir einen finanziellen Verlust haben, den wir sonst nicht hätten. Das ist ein Schadensfall. Und bei uns in der Bank sind Verluste geregelt. Das muss jede Bank für sich festlegen. Ab 10.000 Euro sind die meldepflichtig. Die Meldepflicht ist natürlich geregelt in einer Prozessanweisung. Ich habe Ihnen den Prozess daneben gemacht. Man kann natürlich nicht lesen, ist klar. Die wesentlichen Punkte stehen rechts im Kasten. Also Meldegrenze sind 10.000 Euro, alle Schadensfälle ab 10.000 Euro sind meldepflichtig. Betrugsfälle früher ab 2.000 Euro, die haben unsere besondere Aufmerksamkeit. Versicherungsfälle ab 0 Euro, weil wir natürlich die Versicherungen überprüfen wollen. Also sind wir ausreichend versichert in allen Fällen. Dann gibt es eine Ad-Hoc-Meldepflicht bei Schadensfällen größer 500.000 Euro. Und falls hier Risikomanager drin sind, diese beinahe Verluste ab 500.000 Euro, dazu werden wir gezwungen von der Aufsicht. Ich habe schon Schwierigkeiten, den Leuten zu sagen, was ein Schadensfall ist und dass sie den melden müssen, wie ich ihnen also erklären soll, was ein beinahe Verlust ist. Naja, also deswegen haben wir da eine sehr hohe Meldegrenze etabliert, die praktisch nie zum Tragen kommt. Also Schadensfälle in dieser Höhe haben wir fast nie. Ich muss auch sagen, dass wir bei uns in der Bank ein sehr risikoarmes Geschäft haben. Also wir haben keine hohen Schadensfälle, anders als andere Banken, weil wir kaum Kreditgeschäft haben oder nur sehr risikoarmes Kreditgeschäft, auch keine Kreditkarten. Das heißt, bei mir treten im Jahr so 7 bis 8 Schadensfälle ungefähr auf. Dieses Jahr ist besonders gut. Ich habe bis jetzt erst einen. Also mal gucken. Ich hoffe, es bleibt so. Gut, dann das ist das Schadensfall-Dashboard, also so sieht es bei uns aus. Alle Schadensfälle aufgeführt, jeder Schadensfall hat immer eine eindeutige Kennnummer, dann welcher Fachbereich, wo der Schaden aufgetreten ist, die Schadenskategorie, die für mich besonders relevant ist und auch die Schadenshöhe. Und dieses Schadensfall-Dashboard steht allen Mitarbeitern im Unternehmen zur Verfügung. Wir haben da eine ganz krasse Politik auch, was es anbelangt, also wir sind völlig transparent. Es gibt überhaupt keine geheimen Ordner in Adonis, für keinen Fall. Alle Prozesse, alle Risiken, alle Schadensfälle, alle Kontrollen und alles, was wir da tun, auch die Kontrolltests, sind für alle Mitarbeiter jederzeit einsehbar. Und wir haben damit bis jetzt auch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Also niemand sucht freiwillig Sachen, die ihn nichts angehen. Also insofern bis jetzt funktioniert das relativ gut. Die Schadensfälle sind an dieser Stelle im Übrigen auch anonymisiert. Also da stehen nie Mitarbeiternamen oder Kundennamen drin, sondern wir müssen Schadensfälle natürlich anonymisieren. Und insofern sind es auch Daten, die intern zur Kenntnis gebracht werden können. Dann, wie suchen wir Schadensfälle noch? Wir haben sie im Objekt Explorer natürlich drin. Das ist auch ganz interessant. Also hier sortiert nach Jahren. Das wollte ich kurz zeigen. Also Sie sehen hier, welche Schadensfälle haben wir pro Jahr. Ich glaube, das ist für Mitarbeiter auch sehr einfach oder für Leute, die das dann suchen, ist es sehr einfach zu finden. Man kann sich sehr einfach einen Überblick darüber verschaffen, welche Schadensfälle hatten wir. Und die Schadensfälle, die besonders alt sind, also alle Schadensfälle, die älter als 10 Jahre sind, die haben wir archiviert. Also die sind für uns jetzt da nicht mehr in erster Linie interessant, aber sie sind noch da. Also weg sind sie nicht, aber im Archiv. Gut, und dann haben wir natürlich diese super Suchabfragen, eins meiner Lieblingstools in Adonis überhaupt, dass man die jetzt speichern und auch verschicken kann. Das finde ich ganz brillant, verwende ich auch ganz oft. Im Übrigen insbesondere in Richtung Revision, die wollen ganz oft Auswertungen von uns haben und das ist natürlich ganz toll. Ich mache das einmal und kann das dann verschicken. Insofern benutzen wir das oft, auch für die Schadensfälle. Also ich kann mir hier, habe ich eine Standardsuchabfrage eingerichtet und kann sofort die Schadensfälle mir dann rauslassen und auch in Excel rüberziehen. Das geht ja mit einem Knopfdruck. Gut, dann würde ich jetzt noch einsteigen. Ich habe nicht mehr allzu viel Zeit. Ich würde Ihnen gerne zeigen, wie genau wir Schadensfälle erfassen und würde da an ein paar Stellen noch ein bisschen genauer drauf eingehen.
Also, wie werden Schadensfälle bei uns erfasst? Grundsätzlich haben die eine Kurzbezeichnung, also einen Namen. Das heißt ganz kurz, was ist da passiert? Wichtig ist, dass dabei die Ursache immer auch aufgeführt wird. Dann gibt es eine Schadensfall-ID, das ist eine Nummer, die von mir vergeben wird. Also im Prinzip ist es eine fortlaufende Nummerierung. Wichtig ist nur, dass jeder Schadensfall eine eindeutige Nummer hat, damit ich sicherstellen kann, dass wir im Unternehmen immer von den gleichen Dingen reden. Es gibt nämlich auch Schadensfälle in anderen Abteilungen, zum Beispiel Reklamationsfälle, und da gleichen wir das ab. Ne? Also in den Reklamationstabellen sind meine Schadensfallnummern drin und andersrum. Also darum ist es ganz wichtig. Dann eine Beschreibung, möglichst ausführlich, und da ist die Kunst, immer die Ursache zu finden. Also was ist denn eigentlich die Ursache des Schadensfalls? Und da muss man manchmal nachfragen, deswegen kontrolliere ich das auch. Also hinter den Schadensfällen ist auch ein Workflow. Also ich gucke mir jeden Schadensfall an. Wie gesagt, die Schadensbeschreibungen muss anonymisiert erfolgen. Das heißt, keine Kundendaten, keine Mitarbeiterdaten natürlich und so weiter. Da muss ich immer ein bisschen schmunzeln. Das Erste, was ich mitgeteilt kriege, ist, wer es war. Das interessiert mich besonders nicht. Also mir geht es ja darum, zu verhindern, dass diese Schadensfälle in Zukunft nochmal passieren. Das ist ja der einzige Zweck, warum wir das machen. Insofern, wie gesagt, es spielt überhaupt keine Rolle, wer und auch nicht welcher Kunde. Das heißt, hier streng anonymisiert. Dann Eintrittsdatum und Entdeckungsdatum. Das ist auch immer etwas, wo ich früher nachhaken musste. Da hilft mir dieser Meldeprozess jetzt oder dieser Meldeweg. Also die Mitarbeiter in den Fachbereichen tragen das hier in diese Maske auch direkt ein, und somit ist sichergestellt, dass ich auch alle Daten bekomme. Das war früher nämlich nicht der Fall. Eintrittsdatum ist, wann ist dieser Fehler passiert, und Entdeckungsdatum ist, wann habe ich denn den gemerkt? Und das kann bei uns in der Bank durchaus sehr lange auseinanderliegen. Ich habe Schadensfälle, die sind vor 2 Jahren passiert und reklamiert hat der Kunde aber erst 2 Jahre später. Ne? Also das kommt bei uns durchaus vor. Das heißt, das ist interessant, aber für mich natürlich zu wissen, wann es passiert und wann haben wir das überhaupt gemerkt, dass da ein Fehler vorliegt. Gut, dann das Geschäftsfeld, das habe ich schon gesagt, das brauche ich auch ganz dringend. Und hier erfolgt jetzt eben die Verlinkung auf die jetzt bin ich falsch. Geschäftsfeld ist der Fachbereich. Da brauche ich auch für die Meldung. Ich muss eine Meldung an die Aufsicht abgeben, da komme ich gleich noch drauf. Und da ist wichtig, welchem Geschäftsfeld es zugeordnet ist. Das heißt, wir verlinken hier auf die Organisationseinheit in Adonis. Wir haben ja auch unsere Organigramme drin und damit alle Organisationseinheiten und verlinken hier auf die jeweilige Organisationseinheit, wo der Schaden entstanden ist. Das ist im Übrigen auch die Organisationseinheit, die den Schaden melden muss. Also die Schadensmeldung wird vorgenommen von dem Fachbereich, in dem es passiert ist. Dann neu der verursachende Prozess, wobei so neu ist es gar nicht. Sie sehen da drunter, da gibt es ein Altdatenfeld. Also wir haben immer schon die Prozesse aufgenommen, in dem der Schaden eingetreten ist. Und das machen wir auch heute noch, also bloß diesmal kann ich es jetzt verlinken. Und das Tolle ist jetzt natürlich, dass ich dann jeweils bei den Prozessen sehe, wo Schadensfälle eingetreten sind. Und andersrum natürlich auch, ich sehe, welche Schadensfälle auf welchen Prozess eingezahlt haben. Ne? Also insofern, da sieht man, wie diese Verlinkung dass die so sinnvoll ist oder warum das so spannend an der Geschichte ist. So, und die Schadenskategorien jetzt unten. Ich habe sie hier nochmal aufgeführt. Also die Schadenskategorien sind bekannt. Ich glaube, die sind in europaweit auch immer die gleichen. Genau, die werden mit dem Schadensfall auch verlinkt. Und das brauche ich eben auch für meine Meldung, die ich dann später absetze. Da habe ich jetzt auch gleich noch eine Folie dazu. Naja, dann alle Schadensfälle werden natürlich zugeordnet. Also wer ist verantwortlich dafür? Da kommt der dezentrale Risikomanager rein. Und meine Rolle, also wie gesagt, erfasst wird es von einem sogenannten Schadensfallerfasser. Wir haben da eine extra Rolle dafür. Und die Kontrolle erfolgt dann durchs Risikomanagement. Im Moment machen wir es auch noch in Zusammenarbeit. Wie gesagt, wir haben nicht so viele Schadensfälle und wir machen das im Moment noch zusammen. Aber so soll der Prozess dann später mal laufen. Oder so ist er schon eingerichtet. So funktioniert er eigentlich schon. Ja, und dann die Schadenshöhe. Das ist bei uns ein Tabellenattribut. Das ist ja so, jede Schadensursache kann verschiedene Schadenseffekte zur Folge haben. Das heißt, aus einer Schadensursache können Portokosten entstehen, weil wir den Kunden anschreiben müssen, und Fortdifferenzen, weil wir irgendwas glattstellen müssen, und weitere Effekte. Und dann kann auch sein, dass wir eine Versicherungsleistung wieder zurückbekommen und so weiter. Also ein Schadensfall kann mehrere Effekte haben, und diese Schadenseffekte werden hier in Form eines Tabellenattributes eingetragen. Besonders wichtig an der Stelle ist immer, dass auch die Verknüpfung zur GmbH-Buchhaltung drin sein muss, also das GmbH-Buchhaltungskonto, auf dem der Schaden entsteht. Sage ich deshalb, weil ich da ganz oft Dinge finde, die sehr interessant sind, oder ich achte da wirklich sehr drauf, weil Sie müssen schon erst herausfinden, wo dieser Schaden tatsächlich verbucht wurde, auf welchem Konto, und sich das angucken. Dann finden Sie manchmal ganz andere Sachen, als Sie die vorher gefunden haben. Also es ist ein sehr interessantes Feld. Das macht zwar Arbeit, aber das ist für mich als Risikomanager schon besonders spannend, weil das ist ja auch die Realität. Ne?
Ne? Der Schaden, der auf dem GmbH-Konto eingetreten ist, das ist der Schaden, den wir wirklich haben. Ne? Und da sind in den Schadensbeschreibungen manchmal andere Beschreibungen drin. Das heißt, an der Stelle sehr genau. Naja, und das Adonis rechnet uns das dann natürlich zusammen und so habe ich dann eine Gesamtschadenshöhe. Wichtig ist, Schadensfälle sind positiv oder negativ. Also es spielt für mich keine Rolle. Bei uns können auch positive Schadensfälle eintreten. Also es ist ein Fehler passiert und wir mussten den Kunden gut stellen. Also wir mussten die Anteile verkaufen und zum neuen Preis einkaufen und das kann auch mal zu unseren Gunsten laufen. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein Schaden, ne, und muss gemeldet werden. Das heißt, wir haben auch sehr viele positive Schadensfälle im System. Gut, dann können wir Dokumentation hinterlegen, Schadensfalldokumentation. Die an der Stelle muss übrigens nicht anonymisiert sein. Die würde ich nämlich bei einem Austausch von Schadensfällen nicht mitschicken. Also da dürfen dann Listen drin sein, Auszüge, Zusammenrechnungen, Buchungslisten und so ein Zeug. Also alle detaillierten Informationen zu dem Schadensfall. Und jetzt kommen wir eigentlich zum spannendsten Feld oder zu den spannendsten Feldern. Das ist jetzt wieder die Verknüpfung. Also jeder Schadensfall muss natürlich Gegenmaßnahmen haben. Deswegen erfasse ich diese Schadensfälle ja. Also warum muss was muss getan werden, dass dieser Schadensfall nicht nochmal eintritt? Und wir haben das in der Vergangenheit immer verbal erfasst, also in Textform. Da steht drin, was gemacht wurde. Und jetzt heute, das machen wir weiterhin. Jetzt heute kann ich aber bei größeren Fällen, und sowas haben wir auch, wir machen manchmal technische Umsetzungen im System, dass da zusätzliche Kontrollen etabliert werden oder solche Geschichten. Das kann ich jetzt eben in Form von Maßnahmen hinterlegen und diese Maßnahmen werden auch nachgehalten. Das habe ich bis jetzt nicht gemacht. Also ich muss sagen, ich habe die Maßnahmen zwar zur Kenntnis genommen, habe geschaut, ob die ausreichend sind, aber nachgehalten habe ich die eigentlich nie. Und das Adonis ermöglicht mir jetzt eben die Nachhaltung von solchen Maßnahmen und wir würden hier eine Maßnahme anlegen und diese Maßnahme dann entsprechend auch nachhalten. So, und bei den Kontrollen ist das Ähnliche, also immer dann, wenn eine Kontrolle versagt hat und so einen Fall hatten wir jetzt. Da war eine Schlüsselkontrolle, die versagt hat oder die nicht ausreichend war und dann kann der Schadensfall auch dieser Schlüsselkontrolle zugeordnet werden. Ist natürlich spannend für die Kontrolltests, ne? Weil bei derjenige, der die Kontrolltests macht, sieht dann, oh, schau mal, da ist ein Schadensfall passiert und kann mit seinem Kontrolltest entsprechend darauf eingehen. Gut, dem Ganzen liegt ein Schadensfall, ein Prozess natürlich zugrunde. Also wie gesagt, die dezentralen Risikobeauftragten in der Regel befüllen diesen Schadensfall. Der Bereichsleiter gibt den Schadensfall dann frei und die Endkontrolle passiert bei mir im Non-Financial Risk Management und natürlich Rückweisungen immer möglich. Und für mich ist es wichtig, weil ich eine Meldung abgeben muss. Und das ist die. Und ich habe in der Kaffeepause, deswegen sind die Pausen hier so spannend, auch gelernt, dass das in Österreich die gleiche Meldung ist. Also die heißt auch COREP-Meldung C17, 1701 und 1702 für alle operationellen Schadensfälle und die größeren, das ist die 1702. Und das muss ich auch machen. Und da hilft mir eben, dass ich die Schadensfälle aus Adonis einfach rauslassen kann. Ich mache mir eine Ex-Liste, da sind die Fachbereiche drin und die Schadenskategorie und ich kann es dann in dieser Liste zuordnen. Das mache ich allerdings noch manuell. Also wir haben nur maximal 8 Schadensfälle pro Jahr. Das heißt, ich rechne das noch manuell aus. Ich habe aber schon gehört, dass es hier Tendenzen gibt, das zu automatisieren. Sobald es out of the box kommt, gell, Frau Wiedowitz, dann erfahre ich es als Erster. Dann wird es automatisch gerechnet. Das ist ein ziemlich kompliziertes Formular. Also wer sich das ausgedacht hat, ich weiß es nicht. Da muss man hin und her rechnen. Okay, also dafür verwende ich das. Das ist die Meldung. Genau. Dann wir haben eine extra Benutzer oder eine Rolle im System drin, den sogenannten Schadensfallersteller, die melden das. Und genau für jeden Nutzer, der natürlich diese Maßnahmen und auch die Schadensfälle macht, ist eine GRC-Lizenz notwendig. An dieser Stelle habe ich vorhin was ganz Spannendes gehört vom Herrn Müllner, zwar in einem anderen Zusammenhang. Und das ist uns jetzt auch aufgefallen. Wir dachten früher, dass diese GRC-Komponente etwas ist, was für die Risikomanager interessant ist oder sagen wir mal eine kleine Second-Line-Elite und für den Rest des Hauses eigentlich nicht. Aber ich muss sagen, dass das heute anders ist, dadurch, dass wir eine Vollbank sind. Und das Adonis ist unser aufsichtsrechtliches Rückgrat in allen Belangen. Ne? Das ist unser unser Anweisungswesen und Risiken und Kontrollen, alles ist da drin. Haben wir inzwischen genauso viele Stakeholder, die mit ADO GRC arbeiten, wie die mit den Prozessen arbeiten. Das heißt, das ist eigentlich kein kleines Tool mehr, das für einen kleinen Kreis gedacht ist, sondern das ist genauso ausgebracht im Unternehmen und wird im gesamten Unternehmen genutzt, wie das Adonis selbst. Ja, und das für mich eine neue Erkenntnis ist uns vor kurzem erst so richtig aufgegangen. Und je weiter wir das ausbauen, desto mehr wird es natürlich werden. Habe ich auch noch gleich 2 Punkte. Dann bin ich schon bei der Zusammenfassung. Ich habe nur leicht überzogen. Gell? Dann, was ist mir dabei so aufgefallen?
Also wie gesagt, wir haben ja immer schon ganz viel Aufwand in diese Prozessdokumentation gesteckt. Das ist auch Blut, Schweiß und Tränen steckt da drin. Und wir merken halt immer mehr, dass sich das jetzt, dieser Aufwand, den wir da betrieben haben, auch auszahlt. Das Blöde an der Geschichte ist, dass das die Fachbereiche, die den Aufwand haben, leider nicht so merken, sondern wir in der Second Line, die wir halt auf Knopfdruck Dinge rauskriegen, wir merken das. Und mein Job ist es oftmals, auch den anderen klarzumachen, warum sie diesen Aufwand betreiben oder wofür das gut ist, dass es für die gesamte Bank eigentlich wichtig und gut ist, dass diese Prozesse so gepflegt werden, weil wir so viel Output-Möglichkeiten halt haben und insbesondere auch bei den Prüfungen tue ich mir wahnsinnig leicht. Ich schicke keine Handbücher mehr an Prüfer, sondern die kriegen den Link fürs Unternehmenshandbuch. Also sie gucken in Adonis rein und suchen sich die Sachen selber raus. Ich mache mit denen eine Schulung und die können sich die Dinge selber auswerten. Die sehen das alles selbst. Ich muss nichts mehr verschicken, auch keine Dokumente. Und das sieht natürlich der arme Fachbereich dann nicht, der die Prozesse machen muss. Das heißt, da muss ich viel Aufwand reinstecken, das zu erklären. Dann wichtig, und eigentlich habe ich das ganz oft gesagt, diese Verknüpfungsmöglichkeiten, die bieten natürlich wahnsinnig viele gute Antworten. Also ich kann immer alles leicht beantworten. Welche Risiken entstehen in dem Prozess? Das Risiko, in welchen Prozessen kommt es vor? Die Kontrolle hat welche Risiken und so weiter. Das sind Fragen, die sich ständig stellen und die wir durch diese einfache Verknüpfungsmöglichkeit natürlich immer super beantworten können. Und das hat einen erheblichen Mehrwert aus meiner Sicht, dass man diese Dinge miteinander verknüpft. Naja, hat aber natürlich zur Folge, dass die Komplexität in dem ganzen Thema steigt. Ja, das muss man schon sagen. Also es ist alles nicht mehr ganz so trivial und wir überlegen gerade auch so ein bisschen, ob wir bei der Komplexität, die wir derzeit in den Prozessen drin haben, ob wir die so beibehalten können oder ob man da nicht ein bisschen runter reduzieren muss, weil wir sehr streng sind bei der Prozessdokumentation. Also die machen wir wirklich sehr ausführlich und der Robert weiß es, wir machen Input- und Output-Dokumente und mit Input-Lieferant und Output-Kunde. Wir wissen also genau, wo das hinläuft. Das ist nicht BOC-Standard. Und das hilft uns natürlich, die Schnittstellen zu klären, aber wahnsinnig aufwendig ist es auch. Ja, und man muss überlegen, ob wir nicht aus dem einen Feld ein bisschen Komplexität rausnehmen müssen, um es dem anderen Feld zuschlagen zu können. Mal gucken, ist noch eine offene Diskussion. Naja, und viele andere Möglichkeiten würden wir gerne auch noch umsetzen. Ich habe jetzt heute das mit dem Audit hier gehört, das kam ganz oft vor, das wäre natürlich eines meiner Lieblingsthemen. Aber wir würden auch gerne die Verfahrensverzeichnisse mit Adonis machen, da wir jetzt den Objekt-Workflow ja haben, können wir auch regelmäßig wiederkehrende Dokumente, die durchgeguckt werden müssen, damit auch bearbeiten. Also das wären so Themen, die man da noch reinbauen kann und und wie gesagt das Audit-Management. Also das sind so ein bisschen die Ideen. Wir versuchen das weiter auszubauen und immer mehr zu nutzen. Je mehr Nutzen wir natürlich aus dem System ziehen, desto mehr rentiert sich der Aufwand, den wir vorne ins System halt reingesteckt haben. Das ist das Ziel bei der ganzen Sache. Gut, dann wäre ich jetzt soweit fertig mit meinen Ausführungen. Gibt es denn dazu noch Fragen? Also, vielen Dank. Ja, danke für den Wirbelwind. Ja, bei so begeisterten Kunden, da macht es eben Spaß zu arbeiten. Ich darf noch mal in den Raum blicken. Ein, zwei Fragen können wir sicherlich noch zulassen. Ich sehe da vorne von der Raiffeisen eine Frage. Ja, hallo. Und zwar, ich habe 2 Fragen, beziehungsweise 3 Fragen zu den Schadensfällen. Ja. Die Attribute, die Sie vorgestellt haben bei dem Objekt Schadensfall, sind das die Out-of-the-Box-Attribute oder haben Sie das customizen lassen? Das haben wir customizen lassen. Dazu muss ich sagen, dass wir eben von der Commerzbank kommen und die haben uns eigentlich damals vorgegeben, was das für Attribute sind. Ich habe die im Großen und Ganzen jetzt gelassen, weil ich nichts Besseres wusste. Und daher kommt es. Also das ist im Großen und Ganzen customized. Wobei, ich glaube, allzu viel muss man nicht customizen. Da ist relativ viel Standard. Aber eigentlich ist es von uns vorgegeben. Insbesondere auch die Effekte, die Schadenseffekte. Und die zweite Frage wäre, Sie haben den Workflow kurz hergezeigt, der ist relativ kurz und knappig. Ja. Haben Sie angedacht, dass Sie zum Beispiel so Stellen oder Bereiche wie das Rechnungswesen mit einbinden über diesen Workflow? Oder machen Sie die Zuweisung von Schadensfällen auf die Konten selber? Haben Sie Einblick auf die diversen Konten, wo die Schadensfälle verbucht werden? Oder wie nein, um Gottes Willen, ich habe überhaupt keinen Einblick auf das. Ich muss da immer hingehen und fragen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, auf die Idee kam ich noch nicht. Okay. Aber das ist eine wahnsinnig gute. Vielen Dank. Also das würde mir sehr helfen, weil ich diese Diskussion natürlich immer habe. Ne? Also und ich möchte sie auch nicht immer führen. Ja, und drum, das ist eigentlich eine echt gute Idee. Ja? Kam ich noch nicht drauf. Und die letzte Frage vielleicht ganz kurz, Entschuldigung, die letzte Frage noch. Haben Sie irgendwelche anderen Schnittstellen zu Systemen oder Bereiche, was Sie relativ stark mit OBRISC überschneiden? Ich sage jetzt einmal
weiß nicht, regulatorische Themen oder Beschwerdemanagement, wo man sagt, okay, aus Beschwerden können Schadensfälle entstehen, dass das irgendwie zusammenhängt mit Ihrer Dokumentation im Adonis? Also Schnittstellen im Sinne von technisch nein, das haben wir nicht. Fachlich relativ viele. Allerdings spielt sich das außerhalb von Adonis ab. Also ich habe verschiedene Quellen, um Obrisk-Schadensfällen auf die Schliche zu kommen. Ne? Oder eins unserer Hauptthemen sind die sogenannten Vordifferenzen und ich mache da so eine Meldung einmal in der Woche und das ist meine Hauptquelle, um Schadensfällen auf die Schliche zu kommen. Genau. Aber das passiert außerhalb von Adonis. Also ich erkenne erst, dass ein Schadensfall eingetreten ist und dann sage ich, bitte erfassen. Okay. So rum läuft es. Mhm. Alles klar, danke. Gerne. Ich glaube, von unseren Remote-Gästen gibt es auch noch die eine oder andere Frage. Herr Höllwieser? Ja, 2 Fragen darf ich noch stellen. Und zwar die eine ist eher eine technische. Sie haben erwähnt, dass Sie Ihre Schadensfälle ja anonymisiert quasi im Adonis erfassen. Die Frage ist, wo passiert diese Anonymisierung? Ist es ein manueller Prozess, ein automatischer, wenn automatisch in Adonis, vor Adonis? Wie genau kann man sich das vorstellen? Das ist ein manueller Prozess, also da gibt es einfach die fachliche Vorgabe, dass das anonymisiert erfasst werden muss und ich überprüfe das dann im Rahmen dieses Prozesses hier. Also wie gesagt, die Vorgaben sind klar. Also keine Kundendaten, keine Mitarbeiterdaten und sowas und damit ist das relativ einfach. Aber das passiert nicht automatisch, sondern das stellen wir fachlich sicher. Und dann noch eine methodische Frage. Kommen wir wieder zurück, weil Sie ja in einer Einheit sind, alles vereinen, auch das Prozessmanagement. Fluch und Segen zugleich. Ja, die Schadensfälle haben natürlich eine gewisse Auswirkung auf die Risikobewertung. Ich denke, das ist ja gegeben, das haben Sie auch gezeigt. Die Frage ist, gibt es da irgendwie nicht einen Automatismus, aber einen definierten Ablauf zu sagen, ich muss mir eigentlich nochmal zurück in die Prozesse, also zurück zur Basis, um zu schauen, wo tritt denn dieser Schadensfall auf und an welcher Stelle muss ich den Prozess ändern, damit das nicht mehr eintreten kann. Weil Ihr Ziel ist ja zu verhindern, dass es Schadensfälle gibt. Also einen Automatismus gibt es nicht, allerdings ist es bei uns gelebte Praxis. Also wenn bei uns ein Schadensfall eintritt, dann ist es üblich zu schauen, ob im Risikoinventar die Risiken entsprechend gewürdigt sind und ob die Risiken hoch genug sind. Das machen wir wirklich immer, das ist gelebte Risikopraxis bei uns, allerdings fachlich. Also das passiert nicht technisch oder im System. Das System hilft uns jetzt eben allerdings, da wir ja jetzt die Risiken zu den Prozessen zuordnen können. Also insofern mit der Einführung der neuen GRC-Komponente ist das einfacher geworden. Ja. Wunderbar. Dann würde ich vorschlagen, herzlichen Dank nochmal, Karl Hattinger. Die Dame, die Kollegin wurde schon genannt. Ich darf die Angelika Widowitz auf die Bühne bitten und eben auch hier nochmal eine kurze Zusammenfassung aus BOC-Produktsicht. Ja. So, ich versuche mich für Sie alle kurz zu fassen, weil das meiste wurde Gott sei Dank im Laufe des Tages schon gesagt. Sei es nun direkt vom Herrn Hattinger im vorausgegangenen Vortrag oder im Laufe des gesamten Vormittags oder Nachmittags. Weil im Endeffekt, ich fange nicht damit an, was hat die IBES im Einsatz von Produkten und Modulen von der BOC, sondern eher andersherum. Was hat die IBES nicht im Einsatz? Das ist relativ einfach, das grüne Kästchen fehlt. Also ADO-IT ist nicht im Einsatz. Am Anfang vom Vortrag von Herrn Hattinger hatte schon erwähnt, Adonis, das ist Gesetz, das ist seit, das nicht lüge, 20 Jahren jetzt im Einsatz. Wie schon gesagt, für die Prozessdokumentation, aber auch für die Abbildung von der Aufbauorganisation. Das heißt, es geht dann nicht nur um die Abläufe hinsichtlich den Anweisungswesen, sondern auch die kompletten Mitarbeiterstrukturen bis hin zu Mitarbeiteralben. Also man kann sich wirklich vorstellen, mit Foto, Telefonnummern, alles was dazugehört. Also eine Datenbasis, wo man jegliche Informationen dazu findet. Bis hin, wie schon angeführt, zu Stellenbeschreibungen, die sich automatisch dadurch aus dem System ergeben. Das war auch der Stand, wo die Reise quasi mit Adonis MP losgegangen ist. Das alles gab es schon in der quasi alten Welt, in Adonis Classic, mit, auch in zwar abgewandelter Form, einem Teil der Risikodokumentation. Wirklich Fahrt aufgenommen hat die Reise mit dem Punkt, wo wir gesagt haben, so, wir packen unsere Koffer, wir gehen in die neue Welt. Wir wechseln auf Adonis MP und nehmen dann gleich ein neues Köfferchen mit. Wir nehmen uns Ado GRC mit hinein. Und damit hat das Ganze wirklich nicht nur Fahrt aufgenommen, sondern immer neue Ansprechpartner und neue Stakeholder im Unternehmen auch erreicht. Auch wenn quasi die Steuerung von den ganzen Systemen in einer Hand oder in der Hand eines Teams liegt, sind immer neue Personen hinzugekommen, die jetzt aktiv mit Adonis arbeiten.
Ich greife gleich die Themen hervor, die der Hartinger nicht angesprochen hat, weil er hat, glaube ich, einen sehr guten Überblick über alle möglichen Themenfelder geboten, was wir aber heute schon im Laufe des Tages gehört haben. Neben Adonis und AdoGRC nutzt die IBES auch diverse andere Schnittstellen, um noch breiter in die Masse zu kommen. Da sei erwähnt das Add-on für Confluence. Also alles, was in Adonis bzw. AdoGRC dokumentiert wird, wird auch genutzt, um verschiedene Personengruppen über Confluence zugänglich zu machen. So zum einen Modelle herauszuspielen, Auswertungen herauszuspielen, was die entsprechenden Ansprechpartner gerade benötigen. Und der zweite Aspekt, wo wir, glaube ich, noch sehr in den Kinderschuhen stecken, aber die ersten Schritte einmal gemacht haben, ist auch die Nutzung der sogenannten REST-Schnittstelle. Der Herr Müllner hat es auch angesprochen, um Daten nutzbar zu machen mit einfachen Bordmitteln, die jedes Unternehmen, in dem Fall nutzen wir Excel, im Einsatz hat. Ohne da eine Hürde zu gehen über ein weiterführendes System, sondern angefangen von Auswertungen, die Adonis erstellt werden, anzubinden an ein normales MS Excel und dort weiterführende Aufbereitungen durchzuführen, um so spezifische Reports zu haben, allerdings nicht als Einmalabzug, nicht programmiert, sondern je nach Bedürfnissen, aber mit stets aktuellen Daten. Ja, das war quasi das Drumherum und eigentlich habe ich den Auftrag, mit Ihnen ins Detail zu gehen. Das Detail von dem, was wir heute schon gesehen haben, aber ich glaube, sehr viel Neues kann ich Ihnen nicht berichten, weil der Herr Hartinger hat sehr, sehr gute Arbeit geleistet und ist wirklich auf Attributebene ins Detail gegangen. Dementsprechend bleibt mir nichts anderes mehr über, als nochmal diesen Integrationsaspekt hervorzuheben. So, schauen wir mal, ob ich das hinbekomme. Deswegen kurz vorweg, auch hier auf GRC bezogen. Was hat die IBES alles im Einsatz? Naja, eine Kachel fehlt. Sagen wir so, 1,5 Kacheln fehlen. Es fehlen die Kontrolldurchführungen, weil bewusst hier die Entscheidung ist, dass die Durchführung, also die Bestätigung der operativen Ausführung, nicht über das System, über die Workflows gespielt wird. Also die Möglichkeit wäre in AdoGRC vorhanden, wird aber zumindest im Moment nicht eingesetzt. Und einen zweiten Aspekt haben Sie auch schon angeführt, Audits wäre ein interessantes Thema, ist im Moment noch nicht im Einsatz. Alles andere, was wir hier sehen, ist aktiv im Einsatz. Angefangen von dem, was schon quasi in der alten Welt vorhanden war, wenn auch in anderer Form, die Risikobewertung. Jetzt neu hinzu mit diesem Jahr der Kontrolltest, genauso wie das Thema der Maßnahmen, was ja einen Querschnitt darstellt über diverse Disziplinen, sei es Maßnahmen, die aus Prozessen heraus resultieren, Maßnahmen aus der Risikoinventur, aus der Kontrollinventur oder aber auch abgeleitet von konkreten Schadensfällen. Um jetzt noch mal ganz kurz in die Tiefe zu gehen bei den Schadensfällen. Wie schaut denn die Welt der Schadensfälle aus? Jetzt nochmal als stark vereinfachtes Schaubild. Detaillierter haben Sie es beim Herrn Hartinger schon auf den Folien gesehen. Dementsprechend hier, was macht wirklich diesen Mehrwert aus? Warum brauchen Sie eine Schadensfalldatenbank in Adonis? Warum nehmen Sie nicht weiterhin Ihr Excel? Man hat schön gesehen bei der Überführung von den Altdaten von der Commerzbank-Datenbank damals noch über die Schadensfälle, in die Überführung quasi nach Adonis. Wir sind da drauf gekommen, so, Moment, ja, die konkreten Informationen zum Schadensfall fehlen uns, also was hat er für eine Nummer, wie heißt er, was war die Beschreibung dahinter, aber alle anderen Informationen waren schon in Adonis gepflegt. Das heißt, diese Verknüpfung zu den Geschäftsfeldern sind in Adonis schon vorhanden. Die Schadенskategorien sind in Adonis schon abgebildet. Die Prozesse sind in Adonis vorhanden. Die entsprechenden Kontrollen sind vorhanden. Und im Endeffekt kann man so aus dem Integrationsgesichtspunkt diesen Schadensfall eigentlich nur mal als Lückenschluss sehen, der die anderen Elemente, die schon vorhanden sind, miteinander verbindet. Also es ist nicht etwas komplett Neues aufzubauen gewesen, sondern quasi es ist ein neues Verbindungselement in die bereits bestehende Welt hinzugekommen. Und hier deswegen bewusst schematisch, das sind nicht vollständig jetzt alle Verknüpfungsmöglichkeiten aufgezählt. Beispielsweise der Herr Hartinger hat ausgeführt, er setzt auf die Risikoaggregationen als Verknüpfungselement. Im Standard, weil auch die Frage war, was ist im Standard schon vorhanden, ist beispielsweise die Möglichkeit drinnen, sowohl konkrete Risiken wie auch Risikogruppen zu verbinden. Also stehen beide Möglichkeiten zur Verfügung. Die IBES hat es in Folge eingeschränkt, dass nur eine Verknüpfungsmöglichkeit zur Verfügung steht. So, schauen wir mal, was wurde noch nicht erwähnt. Das heißt, das meiste wurde ja schon gesagt. Wenn es detaillierte Fragen zu Standardattributen gibt, können wir jederzeit gerne noch näher darauf eingehen. Grundsätzlich, das meiste wurde gesagt. Es bietet die Möglichkeit, die Schadensfälle strukturiert zu erfassen,
Als Randbemerkung schon angesprochen worden, es können bereits tatsächlich eingetretene Schadensfälle sein. Die Schadensfalldatenbank kann aber auch dazu genutzt werden, beinahe Schäden zu erfassen. Vielleicht weiter verbreitet, jetzt nicht im Bankenwesen, sondern eher aus dem Gesundheitssektor auch heraus, quasi ein CIRS-System, dass da schon Critical Incidents auch eingemeldet werden können, bevor der Schaden wirklich schlagend wird. Funktionalität ist dafür gegeben. Die Frage ist dann natürlich, welche Datenfelder nutzt man dafür? Und in weiterer Folge, welche Datenfelder definiert man in Folge als sogenannte Pflichtfelder? Bei der IBIS ist es quasi eine Abspeckung und Anpassung der Attributebene vom Standard weg genau auf die spezifischen Bedürfnisse. Aber mit dem Side-Effekt, alles sind quasi Pflichtfelder. Also alle Informationen müssen entsprechend eingemeldet werden. Wenn Sie es breiter ausgelegt nutzen wollen, können Sie natürlich verschiedene Attributsets definieren, um so mehrere Fälle auch damit abzufangen. Weitere wesentliche Grundlage, angesprochen habe ich die Vernetzung. Die einfache Erfassung ist die entsprechende Unterstützung von den Objekt-Workflows, sodass Sie nicht nur ein Objekt haben, was Sie statisch betrachten können, sondern wirklich im Unternehmen nutzen können, um Informationen einzuholen, durch entsprechende Prüfinstanzen zu führen, bis hin zu einer revisionskonformen Ablage all dieser Aspekte und alle Mitwirkenden, weil alles mitgetrackt wird. Das heißt, bei jedem Statusübergang gibt es quasi einen Zeitstempel und einen Userstempel und einen Stand, was ist zu diesem Zeitpunkt abgelegt gewesen, um so auch diese Nachvollziehbarkeit zu ermöglichen. Was der Herr Hartinger auch angesprochen hat, die alten Schadensfälle wurden archiviert. Archiviert heißt in dem Sinn, Sie haben den Status archiviert bekommen, dass sie aus den aktuellen Dashboards rausfallen, sind aber nach wie vor wie alle anderen Objekte im System verfügbar und können dementsprechend auch für Auswertungen jederzeit wieder herangezogen werden. Ja, um nicht Ihre Zeit zu strapazieren, frage ich gleich jetzt einmal in die Runde, ob es konkrete Fragen gibt bzw. Aspekte gibt, auf welche ich näher eingehen sollte. So, die Online-Front hat 3 Fragen. Eine eher methodische Frage. Schadensfälle, wie man hier auf der Folie auch sieht, sind ja mit Prozessen verknüpft. Gibt es die Möglichkeit, auch mit anderen Assets aus der Unternehmensbetrachtung diese Schadensfälle zu verknüpfen, mit Applikationen beispielsweise oder mit Services? Also im Moment ist es noch nicht umgesetzt. Technisch steht es überhaupt kein Problem, da eine weitere Verknüpfung mit hineinzunehmen. Ich sage es, wie es ist, im Moment war die Anforderung dahingehend noch nicht gegeben. Deswegen haben wir es in der derzeitigen Umsetzung nicht enthalten. Gut, und die letzte Frage von der Online-Community ist eher so eine organisatorische. Also die BOC-Empfehlung zur Erfassung von Schadensfällen, ist das eher ein zentraler Ansatz, so wie wir es zuvor gehört haben, dass eine Excel-Liste importiert wird? Oder ist es eher ein dezentraler Ansatz, dass verschiedenste Kolleginnen und Kollegen eben Schadensfälle im Adonis erfassen? So, erst einmal ausgeholt wegen der Formulierung von der Frage, eher ein zentraler, wie wir es hier gehört haben. Da muss ich leider widersprechen, weil auch bei der IBIS ist ein dezentraler Ansatz im Einsatz, dass wirklich von den einzelnen Geschäftsbereichen, von den sogenannten dezentralen Risikobeauftragten die Einmeldung der Fälle erfolgt. Der Ansatz mit der Übernahme von der Liste war quasi dem geschuldet, wie bekommen wir die Bestandsdaten, quasi die Altdaten aus der alten Datenbank hinein. Das war nur der Schritt der zentralen Übernahme. Ansonsten macht es die IBIS so, wie es auch unsere Empfehlung wäre, dass nicht eine Stelle quasi erst sammeln muss und dann ins System klopfen muss, sondern dass man das System auch mit in Verbindung mit den Workflow-Mechanismen und den Attributierungen und Pflichtfeldern dahinten nutzt, um so auf einfache Weise zu den Informationen von den einzelnen Bereichen zu kommen. Aber, wie es der Workflow auch standardmäßig und auch bei der Ausgestaltung von der IBIS vorsieht, dann durch quasi eine Qualitätssicherungsschleife durch eine zentrale Stelle das durchlaufen zu lassen. Okay, danke. Gut, dann herzlichen Dank. Wir haben eine Viertelstunde überzogen, aber es sind halt so interessant die Themen, dass das, glaube ich, wieder einfach zulassbar war. Ich danke nochmal dir herzlich, Karl Hartinger, liebe Angelika, auch von meiner Seite herzlichen Dank. Und wie gesagt, nutzen Sie das. Ich weiß, der Karl ist ein offener Mensch, er reist auch noch so sehr gerne, also connecten Sie sich, tauschen Sie Informationen aus. Ich denke, jeder kann sich da quasi gegenseitig befruchten und dafür ist, denke ich, auch diese BOC-Community da, dass Sie sich als Kunden besser kennenlernen und auch ohne uns, wir sind gern dabei als Gast, aber auch natürlich auch ohne uns sich untereinander austauschen. Herzlichen Dank und dann darf ich diese Session beschließen.